Ich sitze auf einem Sitzsack und ich spiele gerade ein Spiel. Ich muss mit dieser Spielzeugpistole auf die Ente schießen. Die Ente ist gestorben. Ich habe verloren. Hier sieht man eine alte Spielkonsole und einen alten Fernseher. Ich bin in einem Computermuseum. Es gibt viele Computer aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Man darf viele Spielkonsolen und Computer selbst ausprobieren. Man sieht wirklich, wie schnell sich die Technik entwickelt hat. Früher waren die Computer sehr groß und langsam, aber heute sind sie moderner und kleiner. Wir spielen Tic-Tac-Toe. Auf Deutsch heißt es auch 3 gewinnt. Man muss versuchen, 3 Zeichen in eine Reihe zu bekommen. Wer zuerst 3 in einer Reihe hat, gewinnt. Kennt ihr Pac-Man? Das war früher ein sehr beliebtes Spiel. Ich drücke die Tasten auf der Tastatur. Ich bewege den Joystick hin und her. Ich weiß aber nicht genau, was ich machen muss. Ich spiele ein neues Spiel. Das Spiel lädt gerade. Der Wurm kriecht und springt. Ich lache. Ich schieße und es explodiert. Wir haben den Gegner besiegt. Schaut mal, das ist eine Diskette. Könnt ihr euch an Disketten erinnern? Heute benutzen wir USB-Sticks oder die Cloud, aber früher gab es nur Disketten. Wusstet ihr, dass das Speichersymbol auf dem Computer eigentlich eine Diskette ist? Dieser Raum sieht ein bisschen wie ein großes Wohnzimmer aus der Vergangenheit aus. In diesem Raum gibt es ein paar modernere Spiele. Die Autos fahren auf der Rennstrecke. Es ist eine Rennsimulation. Das bedeutet, man soll das Fahren so echt wie möglich erleben. Man fährt nicht nur, man fühlt das Auto. Es ist fast wie im echten Leben. Ich bin echt nicht gut darin. Ich spiele nicht oft Computerspiele oder Videospiele, aber es macht trotzdem viel Spaß. Ich bin nicht gut in Computerspielen. Ich bin nicht gut darin. Das Computermuseum hat mich zum Nachdenken gebracht. Ist euch aufgefallen, dass viele Menschen heutzutage keine Hobbys mehr haben? Viele Menschen arbeiten sehr viel. Nach der Arbeit gehen sie nach Hause und sehen fern. Sie haben keine Energie mehr, um Sport zu machen oder eine Sprache zu lernen.
Sie wollen sich nur ausruhen. Ist es okay, nichts zu machen und nur fernzusehen? Natürlich. Es ist trotzdem interessant, was mit den Hobbys heutzutage passiert ist. Viele Menschen verbringen viel Zeit am Handy und scrollen durch Videos. Eine halbe Stunde vergeht, eine Stunde vergeht, 2 Stunden vergehen und man scrollt immer noch. Das ist Zeitverschwendung. Das heißt, man nutzt seine Zeit für Dinge, die nicht wichtig sind oder uns nichts bringen. Man verschwendet seine Zeit. Viele Leute denken auch, wenn ich mit meinem Hobby kein Geld verdiene, ist es Zeitverschwendung. Wir müssen in unserer Gesellschaft oft produktiv sein. Wenn jemand sehr gut fotografieren kann, sagen Menschen, wow, du solltest mit deinen Fotos Geld verdienen. Wenn jemand sehr gut malen kann, sollte diese Person ihre Gemälde verkaufen. Viele Menschen vergessen, dass ein Hobby einfach nur Spaß machen sollte. Ich koche gerade. Ich glaube, wenn man nur schnell am Abend etwas kocht, damit man etwas zu essen hat, dann ist das kein Hobby. Aber wenn man neue Rezepte ausprobiert und versucht, etwas Besonderes zu kochen, dann kann das definitiv ein Hobby sein. Ist Kochen ein Hobby? Was meint ihr? Ein anderes Problem, das es manchmal gibt, ist das Überangebot. Ein Überangebot ist, wenn es zu viel von etwas gibt. Es gibt so viele Freizeitmöglichkeiten, dass viele Menschen nicht wissen, was sie machen sollen. Am Ende machen sie dann gar nichts. In meiner Freizeit lese ich sehr gern. Ich lese schon seit meiner Kindheit. Normalerweise lese ich mehrmals pro Woche. Ich versuche mir mehrmals pro Woche dafür Zeit zu nehmen. Lesen macht mir wirklich großen Spaß. Wenn ich lese, kann ich mich richtig gut entspannen. Ich lese gerade Saga. Das ist eine Graphic Novel Reihe. Saga hat viele Bücher, deshalb ist das eine Reihe. Ein Buch in der Reihe ist ein Band. Die Reihe, der Band. In der Geschichte geht es um 2 Soldaten, die von verschiedenen Planeten kommen. Sie verlieben sich ineinander und bekommen ein Kind. Es ist eine sehr schöne Geschichte mit richtig schönen Bildern. Wie ist das bei euch? Habt ihr ein Hobby, das euch glücklich macht? Findet ihr genug Zeit für eure Hobbys oder seid ihr gestresst? Schreibt es gern in die Kommentare. Vielen Dank und bis bald!